Schönen guten Tag. Was ist denn da los? Wo sind die denn? Hallo. Im Urlaub oder was? Hier Palma am Start und Anubis sind wir hier in Ägypten oder was? Schönen guten Tag. Und haben alles mitgenommen. Wir haben alles mitgenommen. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Wir sind umgezogen. Genau. Jenny und ich und die Familie und das ganze Gedönse. Und deswegen haben wir jetzt hier ein ganz anderes Büro, weil wir ja meistens im Homeoffice sind, ne? Haben wir dann gesagt, lassen wir es auch dabei, weil es nämlich einfacher ist, von zu Hause aus zu streamen oder aufzunehmen oder sonst was. Ne? Das stimmt. Ja. Weil Streaming hätten wir auch schon mal irgendwann in Betracht gezogen, aber das war uns zu zeitaufwendig. Ne? Bisher ist leider auch immer noch. Ist immer noch, ne? Vor allem mit dem neuen Haus fängst du bei der einen Sache, dann bist du zu Ende, dann fängst du vorne wieder an. Ihr kennt das vielleicht, ja. Und jetzt haben wir uns halt verändert und darum sieht das hier ganz anders aus. Aber wir haben trotzdem unsere Trophäensammlung hier, unsere Spiele und den ganzen Krempel trotzdem mitgenommen. Mhm. Und haben auch vor, von hier aus weiter zu arbeiten. Ne? Warum sind wir denn umgezogen? Weil wir nach langer Suche endlich ein neues Zuhause gefunden haben. Genau. Und das finde ich super. Ja. Das hat natürlich auch sofort irgendwie die Gelegenheit geschaffen, ein paar Sachen, die wir sonst immer irgendwie auf der unteren Etage im alten Haus hatten, jetzt mal hier ins neue Büro zu kriegen, damit ihr die auch mal hier live und in Farbe sehen könnt. Zum Beispiel den Anubis, von dem wir sehr oft gesprochen haben. Ja. Und der aber halt unten stand und jetzt steht er mitten im Büro und dann könnt ihr den jetzt auch mal sehen. Der ist also so groß wie ich, wenn ich sitze. Ja, da werden wir bestimmt später auch nochmal drauf eingehen, aber eigentlich wollten wir ja ganz was anderes machen, ne? Ja, wir wollten ein bisschen was erzählen über Trolle. Ach du Scheiße. Was sind denn Trolle? Die man nicht füttern soll. Don't feed the troll, so heißt ja die Sendung hier, ne? Genau, richtig. Ja. Eigentlich sind das halt diese großen, fiesen Viecher, die ab und zu im Spiel vorkommen und denen man auf die Mappe hauen kann. Aber leider gibt es auch Internet-Trolle. Ihr kennt das ganz bestimmt, da bin ich mir sehr sicher. Und das begegnet einem leider auch immer wieder. Nicht nur uns, sondern auch vielen anderen. Also jeder, der sich irgendwie im Internet, in Social Media, in verschiedenen Plattformen oder sonstigen bewegt, begegnet automatisch Internet-Trollen. Unsere Erfahrung ist es, je mehr Zuschauer man hat zum Beispiel oder je mehr Leute sich auf einer bestimmten Plattform einfinden, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Größe der Trolle sich vergrößert. Was ist denn überhaupt ein Troll? Das ist einer der Rumstinkstiefel. Ein Stinkstiefel. Ein Stinkstiefel. Das ist jemand, der immer was zu meckern hat oder im schlimmsten Fall sogar anfängt, andere Menschen zu beleidigen oder bösartige Thesen zu vertreten und so weiter und so fort. Ja. Und das möchte man nicht, also muss man etwas dagegen tun. Es gibt nämlich tatsächlich ein paar Methoden, wie man damit umgehen kann und vielleicht kennt ihr auch noch welche und wie wir damit begegnen, das gucken wir uns gleich an. Weil wir haben nämlich weniger als 100 Leute gefragt, ob es ein effektives Mittel gegen Trolle gibt. Ne? Was könnte das sein? Und die haben Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, ob es was wirklich effektiv gegen Trolle funktioniert. Also normalerweise meine Devise ist ignorieren. Also wenn man ihnen nichts gibt, dann können sie sich auch nichts festhalten. Es hieß früher immer, ignoriere sie einfach. Dann hören sie auf. Das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf in vielen Bereichen. Ich finde, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Ich finde das wahnsinnig schwer. Moderierte virtuelle Orte können auf jeden Fall helfen. Ein Patentrezept kenne ich leider nicht. Ich würde es auch sofort sagen. Gute Mods. Moderatoren auf Twitch. Ja. Die beste Methode ist irgendwie, sie zu ignorieren. Ja, das kommt unwahrscheinlich oft vor. Deswegen auch nicht füttern.
weil viele Leute sagen, je mehr du dich mit den Trollen auseinandersetzt, desto größer ist die Plattform, die man ihnen schafft. Und das ist gar nicht so gut. Was denn füttern? Was heißt das denn? Das heißt, dass man im Grunde genommen überhaupt erstmal eine Antwort gibt. Zum Beispiel. So, ne? Denen Futter gibt. Das heißt, dass wenn sie die ganze Zeit in einen leeren Raum rein pupsen, ja, dann und man nicht antwortet, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass die dann einfach damit aufhören. Aber es ist kein Garant dafür. Ne? Genau. So, es gibt nämlich sehr viele hartnäckige Menschen, die immer wieder versuchen, rumzustänkern und einem das Leben zur Hölle zu machen. Gerade für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie wir das nun mal sind. Ja, wir machen Videos für die Öffentlichkeit, ja, die sich ein paar Leute angucken. Und dann hat man schon so seine Probleme damit. Ne? Ständig gibt's irgendwelche Sachen, über die man sich rechtfertigen soll oder Dinge, die irgendwie man falsch macht oder Leute, die einen blöd finden und einen ständig irgendwie beleidigen und solche Dinge. Also das ist schon auch in unserem Fall, obwohl wir ja keine prominenten Menschen sind oder sowas, naja, trotzdem haben wir das auch schon. Alleine nur, weil wir in die Öffentlichkeit treten, mit unseren Computerspielen schon, ja, und unsere Namen in den Credits stehen oder auf dem, ne, also dass wir es gemacht haben, das Gesicht zeigen, dass wir überhaupt zur Presse gehen und irgendwie ein Interview geben für unsere Spiele und solche Dinge. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute das gar nicht wollen. Ne? Also wenn Leute zum Beispiel nicht hier vorgestellt werden wollen oder gar nicht in den Vordergrund oder in die Öffentlichkeit wollen, dann hat das oft den Grund, dass die sich dieser Geschichten gar nicht aussetzen wollen. Jetzt haben wir noch das Glück, dass wir eine sehr nette Community haben. Ja, vielen Dank. Also das haben viele da draußen ja nicht. Ihr habt bestimmt schon bei unterschiedlichen YouTubern oder Streamern oder auch vielleicht anderen Menschen, die sich in die Öffentlichkeit begeben, erkannt, dass die Communities auch hochgradig unterschiedlich sind und sich unterschiedlich geben, mehr oder minder mies sind und schnell sich aufregen. Und hier zum Beispiel ist es super nett, also die meisten Leute sind super nett und Obacht, Trolle nicht mit Kritik verwechseln, ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt, ja, euer Spiel hat mir jetzt nicht so gut gefallen, ich bin irgendwie mit der Steuerung nicht zurechtgekommen, oder wenn einer schreibt irgendwie, ja, das und das Monster sah aber blöde aus, fand ich nicht so toll, dann ist das Kritik und dann ist das in Ordnung. Aber wenn jemand schreibt irgendwie, ja, das sind doch die immer nur Scheißspiele machen irgendwie, ich hoffe, die Firma geht kaputt, dann ist das Rumgetrolle und dann kommt das weg. Kommen wir weg. Wir nicht, nee, aber der Troll. Wir haben auch nicht vor, wegzugehen. Wir wollen schon weitermachen. Genau, Also, schon. Ja. Ja, am besten für die, und das ist nämlich der Umkehrschluss, die da Bock drauf haben. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie tatsächlich zum nächsten Mal hier sitzt und uns anguckt, dann scheint es irgendwie offensichtlich ein Interesse daran zu geben, dass wir uns mit Themen der Öffentlichkeit oder des Gamings oder unserer eigenen Spiele auseinandersetzen, dass ein Publikum dafür da ist, dass ich das anhören möchte. Und genau für die Leute machen wir das ja auch. Ja, das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann lohnt sich das und dann machen wir das auch. Und die Leute, die da eigentlich gar keinen Bock drauf haben oder die keinen Bock auf unsere Spiele haben oder sowas, die hören sich dann manchmal aus kuriosen Gründen trotzdem hierher und trollen dann. Rum. Und das hält sich stark in Grenzen bei uns, Gott sei Dank. Ja. Aber bei anderen, also wir haben uns teilweise schon in Foren rumgetrieben oder oder Reddit. Ne? Reddit ist manchmal so ein Ding, das ist wirklich gruselig. Ne? Also da sind unsere Plattformen alle immer sehr seicht und die Leute wissen zum Beispiel, wie sie sich ausdrücken, ne? Wenn sie Kritik anbringen, erklären, warum hat mir das nicht gefallen und solche Sachen. Ja, aber Jenny, man muss doch auch mal die Wahrheit ertragen. Ja, wenn die begründet ist. Nee, muss man nicht. Man muss überhaupt nichts. Sterben müssen wir alle. Ja, so. Das heißt also, man kann sich auch gerne mit Dingen auseinandersetzen, die einen jetzt nicht die ganze Zeit nur deprimieren, weil ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das ist, ja, wenn man ständig immer kritisiert wird und so weiter. Es gibt sehr viele Menschen in der Öffentlichkeit, gerade Streamerinnen und die tatsächlich darunter zu leiden haben unter diesen ganz schlimmen Attacken da teilweise, so ob das sexistische Dinge sind oder einfach nur, weil Dienstag ist und alle dicke, dumme Nasen haben und dann habe ich jetzt Bock, irgendwie darauf rumzuhacken. Mensch, bleibt doch zu Hause, wenn es schön ist, ja, würde Hagen-Räther sagen. Ist halt so, ne? Dann lasst uns in Ruhe, so, ne? Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann entweder einfach nur ignoriert wird
oder auch mal gesperrt. Und das ist völlig ein probates Mittel dafür, ne? Diese Menschen halt auszugrenzen. Alles bewegt sich in Bubble, ne? Bubbles, das heißt also Social Media, ob ich jetzt auf Facebook bin, hier für die alten Menschen, vielleicht ne, gucken auch ein paar junge Leute zu, die mal anders machen. Ja. Aber ist halt so, ne? Das ist halt, man sammelt sich im Internet da, wo man sich am wohlsten fühlt. Und das ist auch völlig legitim. Heutzutage ist das so. Und jeder von uns kann natürlich auch Teil davon sein. Das heißt, jeder, der irgendwie was Nettes sagt oder jeder, der irgendwie konstruktive Kritik bringt oder jeder, der sich irgendwie im Thema auseinandersetzt, so wie ihr das super häufig hier macht bei uns, führt dazu, dass andere sich auch eingeladen fühlen, konstruktiv irgendwie mitzumachen. Und dann ergibt das so irgendwie eine schöne Community. Und in anderen Fällen, wenn man irgendwie einfach laufen lässt irgendwie, dann fühlen sich die Leute, die irgendwie vielleicht konstruktiv sein möchten, aber nicht dürfen, vergrault. Ja, das passiert zum Beispiel oft auf Nachrichtenseiten. Ja, das ist sehr oft begegnet auf Nachrichtenseiten, wenn man zum Beispiel auf irgendeiner Social-Media-Plattform, Twitter ist ja jetzt X, oder Facebook oder sonst was, in die Nachrichtenseiten und die Kommentarspalte guckt, dann sieht man sehr schnell... Heißen die nicht mehr Rider? Heißen die jetzt Twix? Die heißen jetzt Twix. Dann merkt man sehr schnell, ich glaube, da möchte ich gar nicht mitdiskutieren. Ne, da widerstehe ich persönlich im Privaten auch sehr stark, mich da einzumischen, weil da kriege ich dann sowieso noch auf die Mappe, während wir auf vielen Gaming-Plattformen, denen wir uns jetzt bewegen oder mit unserer eigenen Community solche Probleme eigentlich nicht so haben. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr irgendwie Erfahrungen gemacht mit Rumgetrolle? Habt ihr euch mal zurückschrecken lassen? Wie geht ihr damit um? Und wann bewegt ihr euch irgendwo gerne? Wann macht ihr mit? Wann hört ihr auf? Irgendwie habt ihr euch auch schon mal dazu hinreißen lassen, irgendwo rumzutrollen? Und wie ist das dazu gekommen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Die passte auch irgendwie voll zu dem Anfang. Warte, ich muss mal gucken, wo es ist. Really? Genau, richtig. Diese Frage war's. Die Frage lautet nämlich, meine Frage für das nächste FAQ. Wie presst ihr 37 Mitarbeiter in das Haus in Essen? Habt ihr da ein bestimmtes Stapelsystem? Ja, die bleiben alle zu Hause. Super Frage und passt jetzt auch zu diesem, warum macht ihr das eigentlich von zu Hause Thema? Denn, wieso haben wir das gemacht? Wir sind irgendwann gewachsen und dann passten nicht mehr alle in die Firma. Und gleichzeitig kam Corona. Ja. Und dann sind irgendwie die Mitarbeiter bis auf, ich glaube, 5, alle ins Homeoffice gegangen. Und weil anschließend immer noch kein Platz war, wir haben nämlich immer noch keine neue Firma und auf absehbare Zeit ist das auch nicht so, weil wir hatten geschrieben, Prämisse dafür ist, wir brauchen Garten und eine Firma mit Garten im Ruhrgebiet ist gar nicht so einfach für die Größe. Ja. Also sind alle im Homeoffice geblieben und das ist auch jetzt noch so. Deswegen sage ich immer, wenn Leute sagen, kann ich euch nicht mal was schicken und ihr unterschreibt das dann sage ich, ja, das ist so ein bisschen blöd, weil wenn ihr uns was in die Firma schickt, dann ist da keiner. Und wenn dann 5 Leute auf eurem Inlet unterschreiben, dann ist das natürlich nicht so toll, als wenn es irgendwie, 25 Leute machen würden. Ja, das lohnt sich momentan irgendwie gar nicht so richtig, weil es ist einfach keiner da. Aber davon abgesehen funktioniert das ganz gut. Wir haben so ein Teamspeak immer noch, wo wir unsere Firma abgebildet haben. Da treffen sich die Leute dann in den Räumen oder im Garten, virtuell oder sonst wo. Und dann arbeiten wir quasi von zu Hause aus normal weiter. Funktioniert sehr gut. Alles klar, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ist noch ein bisschen ungewohnt hier alles, ne? So, Chuck hier, die Mörderpalme und das ist alles so ein bisschen anders. Ich find's super. Mich auch.